So. Okay. So, ein Experiment müssen wir machen. Toby ist auch schon daheim. Kollege. This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Watson, das ist strange, was du da tust. Gut, experimentieren wir doch mal. Let us determine just what we have found here. Ja. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Alles klar. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Tut mir leid, tut mir leid. So. Dann nehmen wir davon noch mal eine kleine Probe. Und tun die links rein. Tschick. Tun hier rechts rein. Wir haben nur diesen einen Versuch, also, weil es jetzt leer ist. Okay, dann nehmen wir... Jetzt muss ich hier gucken. Ja. A colorless, water-based liquid. Inhalieren. Quite a strong floral aroma. So gut. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. If it's poisonous. Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Ja, lass uns doch mal schauen, was da passiert. Und aktivieren. Okay, wir haben einen Rückstand gewonnen. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Please. Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make Alles klar. So. Ich hab nicht aufgepasst. Ah, da. Rot. red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Das ist ja möglich. Oh, wir haben viele Hinweise. Okay. Göttliche Gesellschaft hat gestohlen. Verschwundene tödliche Pflanzen. Dann nicht. Tödliche Pflanzen gestohlen. Diebstahl und Mord. Ach da. Sekte stahl alles. Die göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen. Sie könnte sie eingesetzt haben, um Adjutanten zu ermorden. Nein, teilweise Diebstahl. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. Schwer zu sagen. Sie haben gesagt, sie haben diese Pflanzen nicht wiedergefunden. Darum haben sie andere geklaut. Darum ist es ein teilweise Diebstahl. Meiner Meinung nach. Miss White und dann... und Miss White Studio. Ich dachte, da war eine Finanzierung bei. Und Vergiftung. Verschwundene tödlichen Pflanzen. Miss White Studium und die Entlassung. Ah! Wo ist er? Arbeitsambition und Vergiftung. Die Familie und das Studium. Die Familie und den... Das gibt's doch nicht. Verdächtige Zutaten. Arbeitsambition... Ah! Vergiftung? Warum denn jetzt die Vergiftung? Okay. Das müssen wir machen.
Verschwundene tödliche Pflanzen. Alberts Ambition. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht. Das wollte ich auch nicht drücken. Und die Entlassung. Das habe ich noch gesucht, genau. So, Trennung. Montague Dunn hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Yes, hatte er. Das Studium und Alberts Ambition? Nein. Alberts Ambition, damit haben die beiden nichts zu tun. Das können wir noch kombinieren. Margaret Whites Studium und soziale Situation hing vollständig vom Montague Dunns Vermögen ab. Korrekt. Alles klar. Okay. Das haben wir alles. So. Wir sind ja noch hier, darum können wir eine wunderbare... According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Oh. Caterpillars should do nicely. Ja. Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Was brauche ich? According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Caterpillars habe ich. Und Food fehlt mir. Okay, das muss ich also mir irgendwo rausholen. Also fahren wir zu Kew Gardens, weil wir haben eh noch ein paar Gespräche zu führen. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal zu diesem... ich hab vergessen, wie die heißen. So komische Gesellschaft. Weil da ist wahrscheinlich dieses Alkalit. Da war ja noch Gegenstand von Interesse. Das offenbar... Gut, sprechen wir ihn an. Büste. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Bruchstück. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the colonial collection. Er lügt. Er ist der Lügner. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Offensichtlich nicht. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. No.
You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tja. Schwer zu sagen. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Q. Oh, das war geraten. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. Na, also. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial was. support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Er war's. Ich bin mir ganz sicher. Der Montague hat ihn fertig gemacht und schon seinen Vater. Und jetzt will er, dass endlich Gerechtigkeit herrscht und hat ihn umgebracht, damit er nun die Führung bekommt. Aber er hat sich, wie soll ich sagen, nicht darauf eingestellt, dass der Sohn möglicherweise alles erbt. Are you aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Der Typ hat doch nur gelogen, oder? Okay. Wir müssen zu der geschätzten Lady im Saathaus. Und dann noch zu seinem Sohn. Hello, Madame. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, Miss. Danke für gar nichts, Madame. Sie haben einen riesen Hintern, Madame. Wo war er denn nochmal? Hier? Er war doch hier. Hä? Wo war denn der Kollege? Dry Tropics. Watson, please. Thanks. Thanks, Watson. Okay. Da war er nicht. Hier waren wir durch. Das hatten wir kontrolliert. Das hatten wir kontrolliert. Oh, wo war der denn, der Kollege? Ah, den habe ich gesucht. I perceive that you are passionate about the Royal Navy.
Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Alberts Hoffnung. Jede Blumentat wird Symbol des verbotenen Jobs. Schlüssel für Körperungssachen vergraben nicht können. Alberts Hoffnung. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall... Alberts Demütigung und Alberts Ambition. Alberts Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinen Vater Montague Dunn. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nun nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernommen können. Was? Sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernehmen können. Ja, aber das passt nicht. Der neue Direktor? Er will unbedingt der neue Direktor sein. Alberts Ambition? Hämische Wut. Das ist mein Favorit. Hamish hatte ein Motiv. Er glaubte, Dunn habe ihn und seinem Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange Dunn lebte. Das ist mein Favorit. Mein Favorit. Und das sind wieder die gleichen drei. Irgendwie hängt Albert und Miss White noch zusammen. Irgendwie. Ich weiß es noch nicht. So. Wir brauchen immer noch diese Chemikalien. Ich glaube, die gab es in diesem Nebenraum. Die wollte ich ja schon die ganze Zeit mitnehmen, aber ich durfte es ja nicht. Aber jetzt dürfen wir das sicher nicht. Ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehen habe, weil ich diese ganze Kombination zwischen Albert und Miss White halt noch gar nicht so rausgelesen habe. Das ist mein Problem gerade. Also ich habe jetzt diese 3 offenen Punkte da in meinem Kopf. Ups. Doch, war richtig. Zack. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Genau, das wollte ich die ganze Zeit auch mitnehmen. So. Können die Pflanzen... Alles klar. Baker Street. Nö. Okay. Experiment. Auf damit. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay, wir nehmen die hier. Was kann ich mit dir tun? Sie schließt sich. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid.
It appears to open after being soaked with alkaloid. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. I find the behavior of predators utterly fascinating. Die frisst, die stricht rum. Und die hier hat sich geöffnet. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Achso. It appears to open after being soaked without... Korrekt. Und jetzt nochmal so. Ah, und jetzt stinkt die drauf los. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Okay, dann fragen wir halt ein paar Fragen. Tödliche Präzision und Alberts Ambition. Ching. Albert ist unerfahren. Botanik gehört nicht zu den Stärken von Albert. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Spuren gebracht werden konnten. Aber dann hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Hatte er nicht. Hatte er einfach nicht. Tödliche Präzision. Das war ein Studium. Sie hatte das Wissen, glaube ich. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus. Die korrekte Reaktion des tödlichen Pflanzen hat die biologisches Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Meiner Meinung nach ja. Sie hat ein Studium gemacht und war anscheinend sehr gut. Ich meine, wenn du mal überlegst, was für krasse Aufnahmen sie da gemacht hat. Tödliche Präzision. Verschwundene tödliche Pflanzen. Aha. Die göttliche Göttin ließ die tödlichen Pflanzen mit ihnen Multitude zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Nein. Ich sagte nicht, denn jemand hat vor, der göttlichen Göttin dies zu tun. Okay. Nein, das passt einfach nicht. Sie wollten nur ihre Pflanzen retten. Okay. Was, White? Mir fehlt noch was von Hamish. Ich habe noch nicht alle Hinweise. Ich habe noch nicht alle Hinweise. Aber Miss White kommt mir aktuell auch sehr gut vor.